Grüß Gott. Wenn wir die Welt betrachten, so sehen wir eine Natur voller Vielfalt und Schönheit. Und alles, was lebt, ist in eine wunderbare Ordnung eingebettet. Wer nur schon einen Haushalt führen muss, der weiß, Ordnung ist nie das Produkt von Zufall, sondern es braucht dazu eine Planung und einen Willen, diese umzusetzen und zu gestalten. Und der Gedanke, dass die irdische Schöpfung aus Zufall entstanden sein soll, wirkt schon aus dieser Sicht geradezu absurd. So zeigt sich uns der göttliche Schöpfer auf dieser Welt in seinen Werken, wo jedes Geschöpf, vom kleinsten bis zum größten, mit liebevoller Sorgfalt geschaffen wurde und hier seinen Platz und seine Aufgabe hat. Aber nicht nur die irdische Schöpfung, sondern auch in der jenseitigen Welt gibt es eine klare Ordnung. Und es ist auch möglich, etwas über das Jenseits und seine Gesetzmäßigkeiten zu erfahren. Und dass es diese jenseitige Welt tatsächlich gibt, belegen ja all die vielen spirituellen Erfahrungen, die von Menschen immer wieder gemacht werden. Nun zur Frage, wie ist es möglich, etwas mehr von dieser geistigen Welt zu erfahren, in die wir eines Tages alle eintreten werden? Ein wichtiger Weg sind mediale Mitteilungen durch medial begabte Menschen. Das ist eine Kommunikationsform, die seit Menschengedenken bekannt ist. Und damit wurde sogar die Menschheitsgeschichte beeinflusst. Denken wir da an Religionen, die sich bei ihren Lehren auf Propheten und damit auf medial begabte Menschen berufen. Wenn Sie mehr über Medialität erfahren wollen, so beachten Sie oben rechts die Infobox oder den entsprechenden Link in der Videobeschreibung. Auf diesem Weg wird berichtet, dass unsere materielle Welt nur ein kleiner Teil der göttlichen Schöpfung ist. Und das Jenseits ist nicht einfach ein kleiner Paradiesgarten, sondern es sind da feinstoffliche Welten von unvorstellbar großen Dimensionen in unterschiedlichen feinstofflichen Verdichtungen. Und unsere Welt ist als kleiner Teil davon auch darin eingebettet. Hier wirkt also eine Art von feinstofflicher Physik, die von Menschen noch nicht erkannt worden ist. So gibt es bereits eine Zeitschrift über Jenseitswissen, die schon viele Fragen beantworten kann. Sie erscheint seit 1948 und heißt Geistige Welt. Sie ist die älteste Zeitschrift für christliche Spiritualität im deutschsprachigen Raum. Darin finden wir Auskunft über Ursache, Sinn und Zweck des irdischen Daseins und über das Leben nach dem Tode. In einer Ausgabe dieser Zeitschrift ist beispielsweise ein aufschlussreicher Erlebnisbericht eines verstorbenen Mannes. Es handelt sich dabei um eine mediale Durchgabe aus der jenseitigen Welt, vermittelt durch das Zürcher Medium Beatrice Brunner vom 22. März 1975. Darin wird über die Ankunft eines Mannes im Jenseits berichtet, der im Leben weder an Gott noch an eine geistige Welt glauben konnte. Denn, so war sein Denken, er könne es nicht begreifen, dass von einem gütigen Gott so viel Unfriede, so viel Kriege, Erpressungen, Verleumdungen und so viel Leid auf dieser Welt zugelassen würde. Ein gütiger Gott könnte doch seinen Kindern nicht solches Leid antun lassen. Dieser Mann hatte in seinem Leben viel Gutes getan. Wo er Not sah, versuchte er sie zu mildern. Als er nun starb, wurde er von einem Geistwesen empfangen, das ihn im Leben als Schutzgeist begleitet hatte. Er führte ihn vom Sterbebett weg an einen Ort, der nicht weit von seinem Hause war. Als er dann seine geistigen Augen öffnete, sah er sich auf einer Bank vor dem Haus seines Freundes sitzen. Und neben sich gewahrte er eine Person.
Er erkannte sie jedoch nicht als seinen Schutzgeist, denn dieser sah aus wie ein Mensch und war auch so gekleidet. An sich selbst hatte er die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war, noch nicht festgestellt. Er konnte sich zunächst auch an nichts mehr erinnern, auch nicht, wie er auf die Bank zu sitzen kam. In der Folge wurde er dann von seinem Schutzgeist langsam mit der neuen Situation vertraut gemacht und in das Leben in der jenseitigen Welt eingeführt. Mit dem Link in der Videobeschreibung gelangen Sie zu diesem Heft und können dort den Vortrag lesen. Bei Interesse kann die Spezialausgabe auch kostenfrei bestellt werden. Der entsprechende Link ist in der Videobeschreibung aufgeführt. Nun, sich mit dem Jenseits zu befassen heißt, sich mit der eigenen Zukunft zu befassen. Und somit macht das auf jeden Fall Sinn. Man kann damit nur gewinnen, indem man vielleicht Ängste verliert und zur Erkenntnis kommt, dass auch im Jenseits alles geordnet ist und jedes Geschöpf geschätzt, betreut, geliebt und gefördert wird.